Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute möchte ich mit euch über die Entfernung des Biofilms im Darm sprechen und meine eigenen Erfahrungswerte dazu mitteilen. Die Aufgabe unseres Darms ist nicht nur der Schutz vor ungebetenen Eindringlingen, sondern auch die Versorgung des ganzen Organismus mit Nährstoffen, Mineralstoffen und Vitalstoffen. Das heißt, mit der Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Darms steht und fällt die Gesundheit des Menschen. Auf der Darmoberfläche befinden sich schätzungsweise etwa 38 Billionen Bakterien. In einem gesunden Darm leben alle Mikroorganismen in einer Symbiose, also mit gegenseitigem Nutzen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn die Mikroorganismen im Darm in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Das heißt, die nützlichen Darmbakterien sollten deutlich überwiegen, etwa 90–95%. Mit dieser Übermacht haben sie die geringe Menge potenziell schädlicher Bakterien gut im Griff. Durch verschiedene Faktoren jedoch kann die gesunde Darmflora kippen. Das heißt, durch die Beschädigung des Mikrobioms kann sich eine Fäulnisflora etablieren, wodurch sich die schädlichen Mikroorganismen, die Pathogene, vermehren. Und diese bilden dann den schädlichen Biofilm im Darm. Durch den Biofilm kann sich das Bakterium schützen und ist somit nicht mehr vom Immunsystem angreifbar. Wenn daher Darmprobleme vorhanden sind, sollte man sich die Frage stellen, wodurch diese ausgelöst wurden. Zu den Ursachen für die Zerstörung des Mikrobioms und der Bildung des Biofilms zählen die folgenden: Antibiotikaeinnahme, chronischer Stress, Zucker, ungesunde kohlenhydratreiche Ernährung, Fastfood, Fertigprodukte und Transfettsäuren sowie magenschoner Medikamente, um nur die Hauptursachen zu nennen. Die schlechten Bakterien bilden also Kolonien, sie vermehren sich, ernähren sich von allem, was vorbeischwimmt und klauen damit unsere Nährstoffe. Und um sich vor dem Immunsystem zu schützen, bilden sie diese schleimige Schutzschicht, den Biofilm. Den kennt der ein oder andere auch schon vom Zahnbelag. Und weil diese Schicht undurchlässig und zäh ist, ist sie sehr schwierig zu beseitigen und sie verzögert die Wundheilung. Der Biofilm ist eine Vorstufe von Infektionen und tatsächlich ist dieser Biofilm verantwortlich für das Leaky Gut Syndrom, welches wiederum für sämtliche Autoimmunerkrankungen verantwortlich ist. Deshalb sollten wir diesen schädlichen Biofilm mindestens einmal im Jahr entfernen, genauso wie man dies mit Zahnbelag tun würde. Nur dass der im Darm noch weit ausreichendere Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, weil dort 80% unseres Immunsystems sitzt. Und wie der Volksmund sagt, sitzt der Tod im Darm. Die beste, mir bekannte und effektivste Entfernung des Biofilms ist die von dem Regenbogenkreis, die Express-Darmkur Premium, die man in 4 Tagen durchführt, im Gegensatz zu anderen Produkten, die nicht immer funktionieren und die bis zu 4 Wochen dauern können. Und zwar dringen die fermentierten Fasern der Ölpalme darin in den Biofilm ein, ohne ihn aufzulösen, und durch das Okrapulver darin wird dieser immer praller und voller, bis er sich an der jetzt hydratierten Darmwand nicht mehr halten kann. Der pralle, schwere Biofilm löst sich dann und geht auf den Weg nach draußen. Das heißt, er wird dann ausgeschieden. Danach könnte man den Darm dann wieder neu aufbauen. Die Packung hier beinhaltet 12 Beutel, also je 3 Beutel als Tagesration. In diesen 4 Tagen nimmt man also nichts anderes zu sich, außer 3-mal am Tag jeweils so ein Beutel, den man mit jeweils 400 Milliliter reinem Wasser mischt und sofort trinkt. Und zwischendurch, wenn man Hunger haben sollte, könnte man diesen Power Drink oder vielmehr den Power Shake zu sich nehmen, der damit geliefert ist, der unter anderem Brennnesselblätter, Maca-Wurzel, Spirulina-Alge, Afer-Alge und die Camu-Camu-Frucht beinhaltet, den wir hier jetzt sehen. Durch den wird man nochmal mit guten Vitalstoffen versorgt, damit man in diesen 4 Tagen eben wirklich nicht an irgendeinem Mangel leidet. Man kann sowohl den Beutelinhalt, also von der Darmkur, als auch hier diesen Power Shake jeweils mit gepressten grünen Gemüsesäften kombinieren oder auch mit reinem Wasser oder auch einfach mit gesundem Tee, wie zum Beispiel Rooibos-Tee. Hier gebe ich jetzt meinen Rooibos-Tee in das Wasser und stelle mir eben einen Tee daraus her. Und diesen Tee werde ich dann hinterher jeweils mit dem Beutelinhalt oder auch mit dem Power Shake mischen. Denn Rooibos-Tee ist sehr gesund und damals war Winter, als ich das durchgeführt hatte, weshalb ich den gesunden Rooibos-Tee sowieso täglich getrunken hatte. Den habe ich hier jetzt noch mit Wasser gemischt. Und ich habe dann immer jeweils einen halben Beutel erstmal genommen und den mit 400 Milliliter, also mit der doppelten Portion an Flüssigkeit vermischt, weil der eben sehr schnell andickt und dann richtige puddingartige Konsistenz bekommt, weshalb man ihn sehr schnell, nachdem man ihn hier verrührt hat, mit dem Milchaufschäumer sofort runterkippen sollte. Und da man in diesen 4 Tagen sowieso sehr viel zusätzlich dazu trinken sollte,
kann man sich diesen Beutel also mit mindestens 800 Milliliter oder noch mehr jedes Mal vermischen, damit man ihn auch gut runterbekommt. Also hier habe ich jetzt die zweite Hälfte der Packung reingegeben, wieder mit dem Milchaufschäumer gut verrührt und dann so schnell wie möglich runtergekippt. Die Sache ist die, der wird sehr schnell dickflüssig eben, das muss man wissen. Und er macht auch sehr, sehr satt. Das heißt, wenn man dann diesen Shake, also einen so einen Beutel mit zwei solchen, mit jeweils 400 Milliliter Flüssigkeit runtergekippt hat, dann ist man richtig pappsatt erstmal hinterher, so dass man auch nichts anderes mehr essen kann. Und das sollte man ja auch in diesen 4 Tagen nicht tun. Also man sollte nur jeweils, wie gesagt, diese 3 Packungen am Tag vermischt mit der Flüssigkeit einnehmen und zwischendurch kann man sich dann diesen Power Shake anrühren. Da gibt man einen Teelöffel wiederum in 400 Milliliter Wasser und ich habe dann hier noch mein Cranberry Pulver hinzugegeben. Man kann es auch mit anderen gesunden Pulvern noch mischen, wenn man möchte, mit Wildkräuterpulver zum Beispiel auch. Auch wieder mit dem Milchschäumer verrühren und dann kann man das trinken. Und wie gesagt, wenn es einem nicht besonders gut schmecken sollte, könnte man es auch mit frisch gepresstem Wildkräuter- oder Gemüsesaft kombinieren. Aber nicht mit süßem Saft, das würde ich zumindest nicht empfehlen, weil das eben zu viel Zucker wäre, sondern stattdessen mit gepressten, grünen Gemüsesäften oder Wildkräutersäften. Ich kann euch gerne dazu mal ein Video von mir hier oben verlinken. Am besten aber zeige ich es euch gleich hier nochmal. Wie wir jetzt hier sehen, habe ich dann einfach verschiedene Arten von Gemüse, wie zum Beispiel Gurken, frische Knoblauchzehen habe ich auch gleich mit verpresst, Zitrone mit der Schale natürlich und dann eben Wildkräuter. Weißkohl hatte ich hier auch noch mit verpresst. Ja, wichtig ist nur, dass man halt immer Biogemüse verwendet natürlich, versteht sich von selber. Wir wollen keine Pestizide mit aufnehmen, wo wir ja unseren Darm jetzt eigentlich reinigen wollen. Wem jetzt die Wildkräuter zu bitter schmecken, der nimmt nur ganz wenige davon und viel mehr zum Beispiel Bio-Gurken und auch alle Kohlsorten. Also zum Beispiel Brokkoli, Blumenkohl, Weißkohl, Rotkohl und auch deren Blätter. Ich habe dann hier noch mit meinem Rooibos-Tee kurz nochmal ausgespült, damit noch der Rest hier gut rauskommt, damit nichts verloren geht von diesem wertvollen Saft. Und das auch nochmal dazu gegeben und dann mit diesem Power Shake, mit einem Teelöffel von dem Power Shake wieder vermischt und auch mit meinem Cranberry Pulver. Denn im Winter benutze ich grundsätzlich immer täglich das Cranberry Pulver, um einfach meiner Blase Gutes zu tun, damit sich diese nicht entzündet, denn da habe ich eine Schwäche von, deshalb sorge ich da immer dafür im Winter, dass ich halt wirklich viel von dem Cranberry Pulver zu mir nehme. Ich kann euch gerne nochmal mein Video dazu verlinken, wie ich meine Blasenentzündung ohne Antibiotikum geheilt hatte. Ja, und das ist zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit, etwas Abwechslung in diesen 4-tägigen Speiseplan zu bringen, damit dieser Power Shake auch etwas besser schmeckt und vor allem, dass man nochmal ordentlich viel Vitalstoffe intus bekommt, die bei einer solchen Darmkur besonders vonnöten sind. Eine weitere sehr heilsame, guttuende Abwechslung in dieser 4-tägigen Darmkur ist die Knochenbrühe, denn in den 4 Tagen essen wir ja nichts außer diese 3 Mahlzeiten-Shakes und eben den Power Shake zwischendurch und eben sehr viel Flüssigkeit und die Knochenbrühe ist ja nichts anderes als Flüssigkeit, aber sie hat sehr heilsame Auswirkungen auf den Darm. Am 3. Tag ist eigentlich schon mit relevanten Biofilmausscheidungen zu rechnen. Bei wem sich allerdings noch nichts getan hat, der könnte jetzt etwas Abführendes verwenden. Der könnte zum Beispiel mit Bittersalz abführen, wenn man das möchte. Ich mag das überhaupt nicht. Ich benutze dann einfach meine Cassia Fistula. Dies ist ein wunderbar natürliches Abführmittel, die auch noch sehr gesund für uns ist und auch das Blut und die Zellen reinigt. Man holt dann diese Plättchen da aus den Schoten heraus, die könnte man lutschen, die schmecken sehr lecker nach Lakritze. Oder man gibt alle Plättchen auf einmal aus einer Schote in ein Glas Wasser und lässt das über Nacht stehen und seiht es am nächsten Tag ab und dieses Wasser wirkt dann abführend. Die Abführung mit der Cassia Fistula wäre einen Tag vor Beginn der Darmkur zu empfehlen, dann am 3. Tag nochmal, wenn man keine Biofilmausscheidung bis dahin hatte und am 5. Tag nach der Darmkur. Die Abführung ist jedes Mal optional, aber sie ist stark zu empfehlen, weil sie einfach diese Ausscheidung des Biofilms sehr stark unterstützt. Hier zeige ich einfach nochmal, wie ich diesen Mahlzeiten-Shake immer zur Hälfte mit 400 Milliliter Rooibos-Tee hier verrühre und sofort trinke und danach nochmal die andere Hälfte ebenso mit 400 Milliliter Rooibos-Tee. Das mache ich eben 3-mal am Tag in diesen 4 Tagen. Die Express Darmkur Premium wirkt schnell, einfach, sanft und schmerzfrei und sie beruht auf einem mechanischen Prinzip. Deshalb funktioniert die Express Darmkur Premium immer.
Die beiden Bestandteile fermentierte Öl, Palmrindenfaser und das Okrapulver dringen in den Biofilm ein und quellen ihn auf, sodass sich der Film einfach und schmerzfrei von der Darmwand löst. Die Darmwand selbst wird nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil, sie kann sich wieder befeuchten und erholen. An der nun feuchten Darmwand kann sich der einmal gelöste Biofilm nicht mehr festsetzen. Wie dein Körper den Biofilm ausscheidet, ist dabei jedoch so individuell wie du selbst. In der Regel kommt er als Ganzes zum Vorschein, aber auch Teilstücke sind möglich. Diese können auch in den restlichen Ausscheidungen des verdauten Mahlzeitenshakes verborgen sein. In manchen Fällen dauert die Ablösung des Biofilms noch etwas länger, dann wird der Biofilm gemeinsam mit den ersten Resten deiner Mahlzeiten ausgeschieden, die du dann ab Tag 5 wieder zu dir nimmst. Der Biofilm ist in der Regel von den Mahlzeitenshake-Resten gut durch seine zähere Konsistenz zu unterscheiden. Wichtig ist nur, dass man in diesen 4 Tagen wirklich ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt, entweder in Form der Knochenbrühe oder der grün gepressten Wildkräutersäfte oder in Form von Tee oder reinem Wasser. Nahrungsergänzungsmittel, die man sonst auch immer nimmt, kann man in diesen 4 Tagen weiterhin einnehmen. Sobald der Biofilm ausgeschieden ist, sollte der Darm wieder aufgebaut werden. Und die durchlöcherte Darmwand in Form des Leaky Gut muss wieder repariert werden. Deshalb sollte man 2 Tage lang danach keine Rohkost essen, sondern nur leichte, gekochte Nahrung. Und Regenbogenkreis empfiehlt halt, dass man im Anschluss mit der Amazonas-Darmreinigung fortfährt, um den Darm vollständig zu reinigen. Und im Anschluss daran empfiehlt er, die Darmbalance zu nehmen, um den Darm eben wieder komplett aufzubauen und zu heilen. Die Produkte sind nicht gerade günstig, aber sie sind sehr wirkungsvoll. Davon kann ich wirklich zeugen, denn man fühlt sich hinterher leichter, fitter, gesünder und man kann diese Chance wirklich nutzen, um dann eine Nahrungsumstellung zu tätigen, indem man auf eine gesunde ketogene Ernährung umstellt. Wer sich die teuren Produkte vom Regenbogenkreis nicht leisten kann, der könnte mit günstigeren Methoden versuchen, den Biofilm zu lösen. Allerdings wird dies bis zu 4 Wochen dauern. Der Biofilm kann auch mit der Einnahme von Lactoferrin gelöst werden. Das ist eine Substanz, die auch in der Muttermilch enthalten ist und so auch im Kolostrum. Man könnte auch das Biokolostrum dazu erwerben. Ebenso erfolgreich könnte man den Biofilm mit Berberin lösen. Andere hilfreiche Substanzen zum Lösen des Biofilms wären das wilde Oreganoöl, welches auch gleichzeitig sämtliche Pathogene im Darm abtötet. Dazu mein Video hier oben nochmal. Ebenso Xylit, welches wir sowieso in der ketogenen Ernährung verwenden, als auch das bionative Olivenöl. Jedoch würde es mit diesen Substanzen eben nicht in 4 Tagen gehen, sondern es würde bis zu 4 Wochen dauern, je nachdem, wie stark das Mikrobiom beschädigt ist. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.